ist es einem Kamerateam gelungen, diese faszinierenden Kolosse in freier Wildbahn zu filmen. In der rauen Schönheit dieser wilden Landschaft soll unsere Suche belohnt werden. Endlich ein prachtvoller Raumeintrag. Ich habe sie geschickt. Damit du das jeden Abend angucken kannst zu Hause. Und ja, mal gucken. Ja, wann wir losfahren, weiß ich gar nicht. Was ist denn wir losfahren? Der Teil, der Spaß macht. Ne? 2:30 Uhr. Was? Ich sag, der Teil, der Spaß macht. Das ist der Teil, der Spaß macht, richtig. Ich dachte, Kamera vorne und ich dann in Action. Ja, in Action. Schaff Ich würde sagen, nicht. frühzeitige Rente, wa? So, das ist vorbei. Da habe ich Rückenschmerzen. Oh, mein Rücken. Dann ist mein Rücken durch. Ja. Also im Moment liegt das Schiff am Geester-Vorhafen, am Lotsenhaus. Das ist quasi unsere Basisposition. Und wir werden heute Nacht noch ein paar Schiffe hier haben, die wir mit Lotsen besetzen müssen, die Lotsen ausholen, anderen Lotsen hinbringen. Und man muss schon irgendwie auch den Funk immer mithören. Die Schiffe melden sich ja auch, wenn sie dann hier in den näheren Bereich kommen. Good morning, this is Motor Vessel Support Trader. Sir, information, do you have any information regarding our pilot boarding schedule, over? You will get your pilot at 3 o'clock and he will come from the seaside. Roger that, sir. Seaside, pilot arrangements, sir. How many meters above the water, sir, the pilot ladder, over? Prepared 1.5 meter above the water, please. 1.5 water, seaside, pilot ladder with combination. I copy, sir. Support Trader out. Als wir uns entschlossen hatten, diese Karte drucken zu lassen, haben wir gesagt, ein Bild muss doch von uns beide drauf sein. Der vorhergehende Inhaber vom Dreams, da vom Alten, der fuhr mit mir nach Bremen in die Sauna. Und auf der Hinfahrt erzählte er von dem, dass er den Laden aufgibt und er will nicht mehr. Und ich sage, hast du schon einen neuen? Ja. Ich sage, ehrlich, das kannst du da nicht machen. Wo sollen wir denn hingehen? Ich sage, ja, wir Schwule, wo sollen wir denn hingehen? Brauchst keine Gedanken machen. Kannst weiter ins Dreams gehen. Ich sage, wie? Ja, dein Mann übernimmt den Laden. Na, ich war ja fast geschockt. Und ich wollte gerade rechts abfahren, Bremen-Mitte. Hätte ich noch fast einen Unfall gebaut, weil ich so erschrocken in dem Moment war. Und jetzt 26 Jahre, es geht ins 27. Jahr. Immer natürlich mit Höhen und Tiefen. Mal hat einen zu viel getrunken, was mich nervt. Das zu viele trinken, denn als Kneipier-Inhaber kann man nicht so viel trinken. Man muss immer den Überblick behalten. Und das passiert dann, wenn einer ihn einen ausgibt, der gibt aus, der gibt aus, der gibt. Das schafft man nicht mehr. Dafür ist man nicht mehr so fit, dass man mit jedem Gast hier einen mitsaufen kann, abends. Naja, so ist das eben. Das ist so die Geschichte. Und am 30. Oktober war, es war ein Tag, nee, 2 Tage. Wir haben ja, Oktober hatten wir ja 31 Tage. Kamen 6 Mann Polizei hier rein, einer vom Gesundheitsamt, und da hatten wir hier einen Gast drin. Der war schon sehr, sehr angetüdelt und ich hätte lieber gesehen, der wäre schon vorher gegangen. Nein, und der war so ein bisschen rechtsradikal. Und was zeigte der, als die Polizisten alle hier reinkamen? Macht einen Hitlergruß. Na? Der hat vorher schon gemurrt, ja, mit Corona und ja, ist wie zu Nazi-Zeiten und immer so hat er gesprochen. Ich sag, mein Gott, ich sag nur, hör endlich auf. Und dann kamen die rein und dann stellte er sich dort tatsächlich dahin und zeigte diesen Hitlergruß. Den haben sie natürlich gleich mit rausgenommen, ne? Der war weg dann vom Fenster. Der hat ja auch den Abend seine Rechnung nie bezahlt. Und ich versuche immer noch so ein bisschen, ja, das Gute in den Menschen zu sehen.
Beim Wander gibt es keinen. Wenn Wander sagt Schluss, dann ist aus. Ja, und dann stond die Person immer filmbaar. Dann hat hij gestopt, dann hat hij nochmal gestopt und kon hij, ja. Und dann auf einmal hat er uns ein Kennzeichen weggemacht. Ja, und dann konnten wir auch wegfahren. Naja, also Ja, dann konnten wir auch wegfahren und dann haben wir gleich die Polizei angerufen. Und, Nein, ich muss sagen, dann sind wir nach Haus gefahren. Dann habe ich mein Handy geholt und ich sage, wir fahren nochmal zum Laden zurück. Ja. Vielleicht steht er da noch. Aber das stand da nicht mehr. Aber man muss immer positiv denken. Man kann nicht negativ denken. Ja? Das hast du mir schon lang und breit immer wieder erklärt. Und wir sind immer gut ausgekommen, dass ich positiv denke. Jo. Sparsame Lampe. Mit anderen angemacht ist. Und wenn er nach Hause kommt, legt er sie nicht gleich hin. Ist logisch. Er macht mich ja wach, um sich noch mit mir zu unterhalten, um den Tagesablauf zu besprechen oder seine Sorgen, seine Nöte, die er mit Gästen hatte. Ja, er hat ihm das Bedürfnis, sich noch nach Feierabend mit jemandem zu unterhalten. Aber ich komme nach Hause, ich bin zu Hause, aber mein Mann liegt im Bett, dann fasse ich ihn einfach an. Peter, kommt, wir trinken noch eine. Ja, einen Kaffee oder was auch. Zigarettchen. Oder ein Zigarettchen. Also ich fange hier um 19 Uhr an zu arbeiten, dann ist der Spätdienst noch hier, dann machen wir eine Übergabe von dem Tag, was hier so gelaufen ist. Dann ab 19 Uhr geht das dann los, dann kommen die Bewohner, holen ihre Tabletten zur Nacht. Dann müssen sie alle hier Alkoholtests machen, Atemalkoholtests. Dann haben wir ja auch Leute wie Thomas, der hat Diabetes, da muss man dann mal drauf gucken, wenn die sich mal nicht gut fühlen oder so. Ne? Oder die kommen einfach runter zu mir mit ihrem Anliegen. Und ab 12 Uhr beginnt dann meine Nachtruhe. Das heißt dann also, alles, was bei mir hier klopft an die Tür, lasse ich dann rein. Dann habe ich da immer schon Kaffee stehen, dass man dann mal einen Kaffee trinken kann, ein bisschen schnackeln kann. Ne? Ich bin jetzt seit 4 Jahren hier. Ne? Und das tat mir sehr gut. Auf jeden Fall. Und mal ganz krass zu sagen, hat mir das eigentlich das Leben gerettet, um mal ganz ehrlich zu sein. Ich rede anders mit den Bewohnern als die Therapeuten, weil ich komme auf den Punkt und Therapeuten haben immer ein Ziel vor Augen. Ne? Die wollen die Bewohner immer da und bei mir kriegen sie das immer voll vor die Birne geknallt, so auf Deutsch. Ne? Sehr viel auf stur gestellt ich mich so. Immer eine große Mauer um mich herum gebaut, eine ganz große, wo ich keinen rangelassen habe. Das habe ich hier halt Stück für Stück abgebaut. Ne? Mit vielen Gesprächen und außerhalb. Schon ein langer Weg, aber der ist leider noch nicht zu Ende. Das Problem ist bei diesen Langjährigen, die schon, so wie Thomas, der schon 10 Jahre trocken ist, da ist nicht mehr so der Alkohol im Vordergrund, da ist mehr so Leber, Herz, Psyche, ne, Depression. Das haben wir hier viel. Ne, und manche denken dann auch wenn ich dann hier mal 2 oder 1 Jahr trocken bin, die Welt ist wieder in Ordnung für mich, alles muss wieder gut sein. Ne, meine Kinder müssen mir verzeihen, meine Frau muss, aber so ist es nicht. Ne, das ist ein Kampf, der ja immer geht. Ne? Dieser Alkoholiker bist du ja immer, dein ganzes Leben lang. Ne? Hat ja immer einen Grund, warum die Menschen anfangen zu trinken. Hat immer irgendwo einen Grund.
Und immer ist es der gleiche Verlauf. Arbeit weg, Haus weg, Wohnung weg, Frau weg, Kinder weg. Immer der gleiche Verlauf. Und dann, ja, manche kriegen es wieder hin mit ihrer Familie und manche sind einfach alleine, ne? Ganz alleine. Näher gehen mir immer Sachen, wenn junge Menschen versterben aufgrund des Alkohols. Das ist natürlich, ich bin jetzt 10, 11 Jahre hier, also das tut dann doch schon weh, ne? Weil wenn diese Abschiede sind immer so schlimm, du siehst sie gerade noch und kriegst du dann bis nächste Woche und dann kommt der Anruf aus dem Krankenhaus und dann, das tut weh. Nicht nur bei jungen Leuten, also bei allen eigentlich, das ist ja egal, wer da verstirbt, ne? Die es dann auch wirklich wollten, die den Willen hatten, es zu tun, nicht mehr zu trinken, trocken zu bleiben, mit dieser Krankheit zu leben und dann gar keine Chance mehr bekommen, weil sie dann einfach Organversagen, ne? Oder liegen hier tot im Bett, findest sie morgens, ne? Das ist nicht schön so, ne? Ich hätte Angst, wenn ein Besoffener oder ein Drogenabhängiger hier ausflippt. Aber das war ganz am Anfang mal, da macht man sich Gedanken, was würde passieren, wenn hier so einer ausflippt. Aber da mache ich mir jetzt schon nach so vielen Jahren gar keine Gedanken mehr drüber, weil ich meine Abläufe weiß, ne? Ich kann mich hier einschließen und ich sag mal, wenn was passieren soll, dann passiert's. Mein Gott, kann ich es auch nicht ändern. Ist es so. Kann man hier keine Waffe hinlegen, wir sind ja nicht in Amerika. Fast vergessen. Meckert die Frühschicht gleich. Also positive Highlights, sage ich jetzt mal einfach so, das sind tatsächlich schon so einfache Sachen wie einfach nur Kunden, mit denen man sich gut unterhalten kann. Das ist tatsächlich schon ganz simpel, weil das ist echt das A und O hier, so die Kunden, ne? Du hast halt Kunden von bis super freundlich bis total arrogant und auf gut Deutsch gesagt, auch echt Arschlöcher teilweise hier, ne? Die sitzen hier, essen und dann, keine Ahnung, schreien hier rum, so die Ausländer klauen uns unsere Jobs und Kanaken hier, Kanaken da. Und auf der gleichen Seite kommt hier, keine Ahnung, der polnische LKW-Fahrer, versteht das und will eigentlich nur seinen Tanken bezahlen und hört das alles. Also, das muss nicht sein. Ab 4 Uhr kennt man die Leute hier so. Also dann weißt du wirklich, wer reinkommt entweder du siehst das Auto vorfahren oder kommt rein und du weißt schon, alles klar, das sind 2 Kartoffelbrötchen, das sind 1 bis 3 Bildzeitungen, das ist eine John Player für 17. Es kommt gleich noch einer rein, tatsächlich, der bringt mindestens eine leere Flasche Mezzomix hier mit rein, nimmt eine neue, geht dann aufs Klo, stellt das hier an, kommt wieder, geht zur Kasse, nimmt dann noch eine John Player für 17 mit und dann gib ihm so. Also das weißt du halt irgendwann so. Das sind halt wirklich jeden Morgen dieselben, die hier reinkommen. Moin. 4? Darfst du. So, hier mal an die 6. Jo. Das wäre alles? Ja. ADAC oder Clubsmarktkarte? 20, 33, kann losgehen. Beleg dazu? Alles klar, angenehme Nacht noch. Ciao. Man gewöhnt sich halt dran. Das ist die ersten 1, 2 Nächte, wenn man dann anfängt zu fahren, ist das halt eine Umstellung, weil der Körper sich dran gewöhnen muss. Dann wirst du auch mal nachts müde, dann kriegt man mal so einen kleinen Schub, wo du wirklich müde wirst. Aber da musst du gucken, dass du wirklich einen Parkplatz aufsuchst, weil dann weiterzufahren, das ist einfach zu gefährlich.
Ja, nachts hast du halt deine Ruhe. Der Verkehr ist weniger, dich stört keiner am Telefon. Und das ist halt ein bisschen ruhigeres Arbeiten. Also diese Container sind immer besetzt, Tag und Nacht. Und die sind immer mit 2 Mann besetzt, eigensicherungstechnisch. Möglichst immer mit 2 Waffenträgern. Und eigentlich alle Kollegen, die im Tor sind, die kriegen einen besonderen Lehrgang, dass sie da die Waffe tragen dürfen und werden dann hier draußen im Tor dann eingesetzt. Man hat viel Zeit, um zum Beispiel Papiere in Ruhe zu bearbeiten. Ne, weil halt weniger los ist, sonst hast du das, ich sitze am Schalter, dann kommen immer Fahrer wieder und wollen abgefertigt werden, weil der laufende Verkehr geht natürlich vor den Papieren. Und im Nachtdienst ist es natürlich ein bisschen ruhiger und da hast du für sowas halt mehr Zeit. Und Nachtdienst, ja, siehst du, ist halt auch eine entspannte Atmosphäre. Ne? Also ich mag Nachtdienst tatsächlich sehr gerne. Okay, das war's soweit. Kontrolle beendet. Aber wie gesagt, es gibt immer was zu tun. Ich habe noch ein paar Sonderaufgaben, die ich dann auch ganz gerne im Nachtdienst erledige, was dann halt am Tage ein bisschen schwierig ist, dadurch, dass du dann halt hier wirklich laufenden Verkehr hast. Ja. Hi. Ich mache einmal das Interchange, bitte. Danke. Und einmal zu den Kollegen draußen, bitte. Dankeschön. Ciao. Wenn dann wirklich mal der tote Punkt kommt, dann hast du ja wirklich das Glück, dass du eben zu den Kollegen rausgehen kannst, mal eben ein bisschen frische Luft schnappen kannst. Und wenn du dich erstmal wieder bewegt hast, dann geht das auch wieder. Das bringt einen dann so durch die Nacht. Television live. Now in Philippines, your wife can see you. Still single. Jo, moin. Achtung, Kamera. Lächeln. Kann ich mitnehmen? Und alle Taschen kommt noch, ne? Ja, alles gut. Wunderbar. Bis dann, ciao. Sehr gut. Wunderbar. Moin, hallo. Alles gut? Jo, bei Ihnen auch? Ja, dann läuft. Läuft, okay. Wenn auf jeden Fall Platz Ja, und wenn wieder der Morgen kommt, weil wir zählen, weißt du, genau. dann ist Feierabend. Dann ein Brötchen kaufen, dann ist Feierabend. Ah ja, das sehe ich dir. Genau. Aber jetzt hier. Ja, was ist das denn? Ah, so einer. ja. Der typische. Seemannsklo, ne? Ja. Okay, thank you. Alles gut, tschüss. Bye bye. Okay. Ich war 8 Jahre jetzt an Land gewesen, der Liebe wegen. Jetzt nicht mehr. Das ist so, sag ich mal, so ruhig vor der Rente, sagen wir es mal. Sind zwar noch 13 Jahre, aber jetzt tut man sich jetzt nicht mehr so offshore, weit weg, lange weg von zu Hause. Und hier ist man ja alle
12 Stunden zu Hause, ne? Und dann hat man halt sein geregeltes Leben. Das ist ganz gut hier. Also, mir gefällt das hier auch. Also, war ein Glücksding. Man macht sich jetzt ja auch nicht, sag ich mal, für ein Abel und ein Ei ein Loch schaufeln im Regen und morgen muss ich wieder zu diesem beschissenen Scheißjob auf der Baustelle, weißt du? Das ist hier nicht. Also, wer so denkt, der hier arbeitet, der ist hier falsch. Also kein Stück. Ne? Also Nachtschicht, da gewöhnt man sich wahrscheinlich nie mit dem Schlafen. Und bei mir, ich habe auch noch 2 Katzen, 2 kleine, ne? Also spätestens so wecken die dich, ne? Dann wollen sie ja raus und spielen und also so wie ich weiß, mein großer Bruder ist auch auf Maler, Lackierer auf Schicht. Der weiß manchmal in der Woche, wenn er eine Woche Nachtschicht hat, gar nicht welcher Tag ist. Der macht das auch schon fast sein ganzes Leben. Also mit der Nachtschicht, das wirst du dir nie. Das ist dein Job. Machst es, kommst nach Hause, aber dann schläfst dich richtig. Ne? Es ist ein schwerer Job. Allgemein, Gastronomie ist ein schwerer Job. Ich mache das seit 30 Jahren. Aber irgendwie kommt man davon nicht raus. Das ist ja logisch. Es ist schwer. Kommt viele Sachen. Aber das ist normal. Man gewöhnt sich daran. Tagarbeit, dann hast du früh Feierabend. Ne? Dann bist du abends zu Hause, liegst du auf der Couch, guckst ein bisschen Fernsehen. Das ist normales Leben. Nachtarbeit ist kein normales Leben. Das ist wie jemand von Welt ist abgeschnitten. Das ist nicht schön. Auch für die Familie. Macht alles kaputt. Das ist dieser Job. Ja. Dann sitze ich heute Nacht. Ein paar beklappte Leute, die besoffen sind. Ja, und die sitzen hier. Bis sie aufstehen, räume ich für den die Gläser ab und sage, gute Nacht, haben wir Spaß gehabt? Ja, und dann ist das Leben, ne? Normal. Um 22 Uhr beginnt meine Schicht. Dann komme ich meistens her, mache erstmal Übergabe mit den Kollegen und gehe dann auch direkt in die Action an die Bar rüber. Mache hier vorne noch bereit ein paar Reservierungen vor und mache ein paar Nebenaufgaben. Und dass man einfach am Tag, wo dauerhaft Gäste reinkommen, das Telefon klingelt, E-Mails reinkommen, dass man dort so wenig Stress hat wie möglich. Das ist eigentlich so das, was der Nachtdienst die ganze Zeit macht. Mein Plan war es, irgendetwas zu machen, was sicher ist. Erst habe ich gedacht, Schule, Fachabitur, hatte in der KLA einen Platz, habe den dann aber wieder gecancelt, weil ich einen Ausbildungsplatz bekommen habe. Weil die Ausbildung ist, bevor ich das bei der Pandemie wusste, damals war es ein sicherer Beruf, jetzt hat es sich wieder ja auch gebessert. Damit habe ich dann angefangen und habe dann, als ich ausgelernt habe, entschieden, viel mehr Nacht zu machen, einfach durch die Zuschläge, weil es sich so am besten rendiert. Und dann noch der Fakt, dass in meinem Alter viele meiner Freunde sind ja Schüler oder haben Jobs, die von 8 bis 16 sind. Und die sind dann meistens nachts am Schlafen und morgens auf der Arbeit. Ich bin nachts arbeiten und morgens am Schlafen. Ergo, wir haben beide nachmittags Zeit. Und das war halt der Sprung, der Punkt dafür, warum ich da angefangen habe. Aber 6 Uhr Feierabend haben ist auch blöd, weil wenn man mal einen Arzttermin oder irgendwas hat oder was abholen muss um 8, ist die Frage, man kann nicht schlafen gehen. Für 2 Stunden schlafen oder so lohnt sich nicht. Da muss man dann wieder aufstehen. Das ist das Einzige, wenn irgendetwas den Rhythmus stört. Das ist das einzig Negative am Nachtdienst. So, das stimmt alles. Ich überdauere die Dunkelheit. Also ich bin die ganze Zeit wach, wenn es dunkel ist. Ich wache auf, es ist hell, ich komme her, wenn es noch hell ist. Im Winter ist es andersrum. Dann kann es mal sein, dass ich das Sonnenlicht nicht sehe. Also das hatte ich schon, dass ich dann geschlafen habe, bis es wieder dunkel war und eingeschlafen bin, als es dunkel war. Da habe ich nicht mehr viel mitbekommen vom Tageslicht. Aber jetzt ist es ja gegenteilig im Juni. Jetzt geht die Sonne schon wieder auf und um 6 Uhr fahre ich bei helligem Licht nach Hause. Man kann ganz nach oben
Und das lege ich jedem Gast nahe. Geht hier hoch, wenn es gutes Wetter ist. Das ist einfach schön, hier rüber zu gucken. Der Stecker, Licht kann der Stecker nicht sein. Ich habe ihn gezogen, Licht brennt noch. Jetzt machen wir eine Funktionsprobe. Also wir fahren jetzt mal Probe, gucken, ob alles funktioniert. Weil darüber können wir erst sehen, zum Beispiel die Riegel, ob die alle ihre Endlagen haben, ob die Brücke selber vernünftig funktioniert. Das ist das, was wir jetzt machen. Alle 2 Monate fällt das einmal an. Ich bin immer früh morgens, da können wir am besten arbeiten, haben unsere Ruhe. Tagarbeit ist irgendwo so normaler Alltag, normale Routine und nachts ist ein bisschen anders. Also das ist wesentlich ruhiger. Ja. Fängt meistens auch schon damit an, wenn ich nach Hause komme. Ich habe den Vorteil, dass meine Familie noch außer Haus ist, wenn ich so früh nach Hause komme. Ich habe ja wirklich noch die Ruhe, wo ich mich selber noch mal hinlegen kann oder irgendwas in Ruhe muscheln kann oder sowas. Aber der Tagesablauf ist ein klein bisschen anders. Wirklich gedreht hat sie ja auch nicht. Genau. Sehr gut. Ja, also das muss man auch sagen, das lief heute richtig gut. War eine richtig gute Fahrt. Eis gibt es jetzt wohl noch nicht, ne?